Join Eddie on his tour through Switzerland, the land of cheese. This autumn, over 300 cheesemakers, the best in their field, will meet up and compete for the title of Swiss champion. Meet Lilian, Theo, Nicholas, Menno and Johannes as they head off to the 12th Swiss Cheese Awards in Val de Bagne in Valais. Today we are in the Bern area to visit Theo Zbinden. Je vais l'inviter pour les Sweet Cheese Awards. Il doit faire un magnifique fromage avec les prairies qu'il y a par ici. Vous me suivez? Venez. Eddie finds Theo outside Oberbütschel Cheese Dairy. Hello Theo! Hey, ciao Eddie, ciao. Comment ça va? Schön, kommst du mich besuchen? Ouais, bien, Ja, schön, extra. ja. C'est ici que... Today we're talking about the original Emmentaler AOP, made using the same recipe for centuries. Für mich Käse brauche ich nur Milch, Kulturen, Lab und Salz. Das ist alles. It's as simple as that. And the voluntary commitment, which is regularly signed by well over 90% of Swiss cheesemakers, also guarantees that even additives that are actually permitted by law are not used. A real purity law, like for German beer. Emmentaler AOP, what exactly does that mean? AOP heisst, das Produkt wird in kleinen Strukturen in der Region hergestellt, gelagert und verarbeitet für den Endkonsumenten. In meinem Fall heisst das, ich habe 15 Bauern im Umkreis von 3 Kilometern, die alltag zweimal Milch anliefern, die ich verarbeite täglich. And how do I know as a consumer that I have some of Theo's Emmentaler on my plate? Gut, Eddie, schau, das ist jetzt die Strahlenmarke, die ich vorhin beim jungen Käse drauf habe. Der ist jetzt 6 Monate alt. Und so ist sie dann am Käse verwachsen. Es ist überall unsere Nummer drauf. Es gibt 103 Käsereien, die die Strahlenmarke verwenden für AOP Emmentaler. Und wenn man dann den Käse verschneidet, hat man dann auf jeder Portion die Nummer drauf und kann es zurückverfolgen. Genau. A wheel of Emmentaler AOP weighs about 90 to 100 kilograms and has lots of holes. But how do these typical holes actually get into the cheese? In die Milch tue ich Bakterien rein, die man den Milchzucker abbauen. Aber ich tue auch Bakterien rein, die dann die Milchsäure weiter vergären. Und das passiert dann in der Heizung unter, wo die Käse warm haben. Die dann Propionsäurebakterien die Milchsäure abbauen zu CO2, Essigsäure und Propionsäure. Und das CO2 kann sich nicht verflüchtigen im Wasser. Es gibt einen riesen Druck mit 90 Liter Gas pro Käse. Das tut man dann den Teig verschreissen bei den Lochansatzstellen, die du normal von der Milch drin hast. Merci Theo pour ces informations intéressantes. Bitte. Et maintenant, on va passer à la dégustation. Vous venez avec nous? Allez, on y va. Ja, den Walliser muss man ein bisschen weissen geben. Super. The Emmentaler AOP Classic matures for 4 to 8 months. But there are a whole lot of variants that mature for up to 36 months or more and have a correspondingly intense flavor. Alors Théo, je te remercie de nous avoir accueillis. Et en guise d'invitation officielle pour les Sweet Cheese Awards 2022, je t'offre ce couteau des fromagers suisses, un couteau unique. Merci pour ton accueil. Alors nous, on se quitte. On se voit au mois de septembre. Je viendrai tester ton Emmental pour voir l'évolution avant les Sweet Cheese Awards. Au revoir les amis. Merci. Et nous, on continue la dégustation. Merci, wir können noch ein bisschen degustieren. Santé Théo, merci.